Ich rausgefunden, Modmail gefragt, aber das hat vielleicht der eine oder andere von euch auch gemacht, ob die Items gelöscht werden, und die Flower Pots, die werden nicht gelöscht. Also man kann theoretisch bei den Events so viele Flower Pots wie nur irgendwie möglich farmen und die dann auch für immer behalten. Was schon relativ big ist, weil es ist echt kein schlechtes Power-Up. Vor allem zum Leveln ist es ziemlich gut. Also der höchste Flower Pot vor allem. Und da kann man schon gut was zusammenbekommen in 4 Wochen theoretisch auf einem Charakter. Könnte man sich einen Monatsvorrat von den Dingern holen. Oder so. Ja, nicht die Clover. Die Clover verwandeln sich in Flower Pots, wenn sie ablaufen. Also die Clover werden gelöscht, aber die Flower Pots nicht. Kann es sein, dass seit einem Jahr die Spielerzahl krass gesunken ist? Keine Ahnung, man kennt die Spielerzahl nicht. Was man auf jeden Fall bedenken muss, ist, also ich meine, wie gesagt, dass sie gesunken sind, steht vollkommen außer Frage. Aber was man auf jeden Fall bedenken muss, am Anfang war halt Flyth Universe echt klein. Im Sinne von, naja, alle waren innerhalb von relativ kurzer Zeit Level 60 plus, oder die allermeisten Leute halt. Und dann waren halt alle irgendwie in Darkon 3 unterwegs. Und es gab auch literally nur Darkon 3. Also jeder ab Level 80 bis 120 war in Darkon 3. Und das hat sich dann natürlich auch extrem gestaut an manchen Orten. Mashpoi, Antiquary, Wüste. Da war extrem viel los. Und jetzt ist es halt so, jetzt verbringen viele Leute fast ihre gesamte Spielzeit in Dungeons, im Tower. Also sind irgendwo, wo man sie sowieso nicht sehen könnte. Selbst wenn man alles absuchen würde, du würdest sie nicht finden, weil sie einfach in irgendwelchen Towers, in irgendwelchen Instanz-Dungeons oder so drin stecken. Und ja. Und dann natürlich Levelgebiete, hast du jetzt noch Astria und Coral Island, die beide riesig sind. Größtenteils leer, muss man sagen. Also Astria ist ziemlich leer, muss man sagen, da levelt kaum jemand. Aber ein paar Leute eben schon, und diese paar Leute würdest du halt nicht finden. Also es hat sich jetzt halt auf jeden Fall großspuriger verrannt. Die Leute sind auf Achse die ganze Zeit. Irgendwo. Also ich schaue eigentlich wirklich nicht auf meine XP. Außer es ist XP-Event und ich level mit Amplis und so. Ich meine, dann gucke ich natürlich schon ein bisschen drauf. Aber jetzt ohne Ampli brauchst du nicht hingucken. Ich weiß, dass sich da nichts verändert. Ein Mob gibt mir so wenig XP. Ich muss 60.000, 70.000 Stück töten. Also in der Stunde töte ich so 2000 Monster, haben wir gestern geschaut. 1900 irgendwas war es, glaube ich. Was schon ziemlich gut ist, weil die haben echt sau viel HP hier, die Viecher. Und ich muss halt für ein Level-Up so 70.000 wahrscheinlich töten gerade. Das heißt, 35 Stunden wären das. Das ist halt geistesgestört. Da brauchst du wirklich nicht auf die XP gucken. Ich hab gehört, es gab zwischendurch mal einen neuen Server. Meinst du, die machen öfter neue Server auf? Nee. Also wir haben einige neue Server aufgemacht. Seit Release. Also ein japanischer kam nachträglich. Ein Taiwan-Server kam nachträglich. Im Endeffekt China und Japan, kann man sagen. Ich weiß, Taiwan ist nicht China. Aber es ist basically auch der chinesische Server. Also ich meine, ich denke, jeder Chinese, der spielt, spielt auf dem Server. Und ja. Egal, auf jeden Fall. Das haben sie gemacht. Und dann halt noch einen 4. südostasiatischen Server für Playpark, weil die so eine Playpark-Collaboration gemacht haben. Und das waren aber alles asiatische Server. Und das war halt, wie gesagt, wegen dieser Collaboration mit Playpark. Und das war eine ziemlich einmalige Sache. Also das Ding ist halt, es macht einfach keinen Sinn, wenn sie jetzt zum Beispiel noch einen deutschen Server öffnen würden. Der würde am Anfang, würde da wieder jeder anfangen, vor allem die ganzen Leute, die schon gequittet haben, würden dort wieder anfangen. Dann würden sie früher oder später auf den gleichen Punkt stoßen, wie als sie gequittet haben. Dann würden sie höchstwahrscheinlich wieder quitten. Und dann wäre der Server einfach tot. Und dann müssten sie ihn merchen, weil dort keiner mehr spielen würde. Maximal in einem halben Jahr oder so. Und deswegen wird das ziemlich sicher nicht passieren, weil es wäre wirklich nur ein kurzer Cash-Grab. Würde dann aber auch wieder zusätzliche Kosten verursachen mit dem Merchen und so. Also, ich meine, es kann theoretisch passieren, dass sie so geldgeil sind irgendwann oder dass sie so dringend Geld brauchen
vielleicht mal, dass sie sich dazu entscheiden, einen Quick Cash Grab Server zu eröffnen. Aber dafür haben sie eigentlich den FEC-Server im Endeffekt, der höchstwahrscheinlich wieder kommen wird oder der vermutlich wieder kommen wird. Also haben sie das ja eigentlich schon über den FEC-Server mehr oder weniger abgedeckt. Dieses kurz einen neuen Server aufmachen, fett Kohle kassieren und dann merchen. Das Prinzip haben sie mit dem FEC-Server schon. Also eher unwahrscheinlich. Ich weiß schon, wie geil das wäre grundsätzlich für Leute, die jetzt damals von Universe nichts mitbekommen haben, dann zu spät eingestiegen sind oder so. Schon klar, Serverstart ist immer richtig wichtig bei Flive. Aber das Problem ist halt einfach, dass es einfach auf Dauer keinen Sinn machen würde. Es würde ein paar Monate wäre es richtig geil und danach wäre es richtig scheiße für alle Beteiligten. Für Borodeng oder für die normalen Server wäre es schlecht, weil die würden Spieler verlieren. Vielleicht nur kurzfristig, aber vielleicht auch längerfristig. Man weiß ja nicht, wie lange es dann dauern würde, bis die merchen würden. Könnte sich auf ein Jahr oder so hinziehen im schlimmsten Fall oder noch länger. Also der andere Server würde definitiv darunter leiden, weil er ein paar Spieler abgeben müsste. Und auch neue Spieler tendenziell dann immer eher auf den neueren Server anfangen würden. Es würde einfach wieder zum Beispiel, wenn es jetzt ein deutscher Server wäre, es würde die deutsche Community nochmal zusätzlich spalten, die ja schon dadurch gespalten ist, dass manche Leute auf Totemia spielen und die meisten auf Borodeng, also die meisten Deutschen. Aber es gibt ja doch einen Teil der deutschen Community, der auf Totemia spielt. Und ja, das sind halt so die Gründe in meinen Augen. Ich meine, ich weiß nicht, wie Gala das sieht grundsätzlich. Für die werden wahrscheinlich die finanziellen Aspekte wesentlich mehr bedeuten als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da waren jetzt auch viele Sachen, die mit finanziellen Aspekten wenig zu tun hatten. Aber das ist halt so, ja, das sind halt also Sachen, die man da bedenken muss. Also auch aus Spielersicht, warum das gar nicht so geil ist. Also die Frage ist halt, ist es das wirklich wert, 2-3 Monate übelst viel Spaß zu haben und danach 6, 7, 8 Monate überhaupt gar keinen Spaß mehr, weil man dann auf einem halbtoten Server spielt, wo dann zum Beispiel sowas wie F-Coin ein großes Problem ist, wo dann Bots wahrscheinlich ein großes Problem sind, weil sie die komplette Wirtschaft übernehmen würden. Also all das ist so die Frage, die man sich da stellen muss. Auf Totemia für 500 Mio und auf Borodeng müsste es dann günstiger sein. Eigentlich nicht, weil Borodeng hat die meisten Blades der Welt. By the way. Weird flex, but okay. Borodeng hat die meisten Blades auf der ganzen Welt. Wir sind der Blade-Server. Und das heißt, bei uns ist Blade-Equipment entsprechend wahrscheinlich das teuerste auf der ganzen Welt. Weil es die höchste Nachfrage hat. Wir haben, glaube ich, sogar 40 Blades mehr als Totemia in den Top 1000, also deutlich mehr. Dann wollte er wahrscheinlich dann ist das schon einer der fortgeschritteneren Bots, der will erst eine Beziehung mit dir aufbauen, dann vielleicht ein paar Kinder kriegen, heiraten, zusammenziehen und dann eines Tages sitzt ihr zusammen auf der Veranda und guckt zu, wie euer Sohn zum Abschlussball fährt und dann kommt einfach die Frage, Schatz, was ich dich schon immer fragen wollte, bist du ein Twitch-Streamer? Brauchst du ein neues Logo? Ich kann auch Emotes kreieren. Und dann du so, nein! Bruh. Damn. Auch du kannst wieder süchtig werden. Jetzt auf universe.flive.com. Deiner ersten Anlaufstelle für massive Suchtprobleme. Der März Battle Pass ist hier und man kann wieder cheeren. Cheer me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Und sei 60 Minuten online, gibt 50 Punkte. Yo. Yo. Ich bin mir sicher, dass die keine Kartoffeln schälen müssen. Zumindest nicht in Deutschland. In Deutschland werden sie mit frischen Weintrauben gefüttert, wenn sie auf ihren XXL Queen-Size-Beds liegen und sich nackt zeichnen lassen von den Gefängniswärtern. Draw me like one of your French prisoners.
Am I right, Chat?